Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In dieser Folge soll es um das DHL-Tracking in JTL Wavi gehen. Was euch JTL Track and Trace bietet und welche Kosten euch erwarten, das erfahrt ihr in dieser Folge. Falls der Schuh bei euch jedoch an anderer Stelle drückt, solltet ihr euch mal in der JTL Software User Community Gruppe auf Facebook umschauen. Hier könnt ihr direkt eure Frage an über 4000 JTL-Experten, Händler, Servicepartner und ähnliche richten. Der Link zur Gruppe befindet sich in der Videobeschreibung. Doch was ist nun Track and Trace? Die kurze Antwort lautet, das Tracking-Modul für den Versand, was übrigens mehr als nur DHL umfasst. Die längere Antwort übernehmen wir uns doch mal aus der JTL-Doku. Sie möchten gerne den Versandstatus Ihrer Pakete direkt in JTL Wavi nachverfolgen. Dazu verwenden Sie JTL Track and Trace. Um die Sendungsverfolgung in JTL Wavi nutzen zu können, müssen Sie vorher einen Tarif für JTL Track and Trace buchen. Das heißt, uns stehen demnach 3 Hürden gegenüber. Wir benötigen eine laufende Wavi, einen unterstützten Versanddienstleister und das nötige Modul. Wie ihr eure Wavi installiert und einrichtet, das könnt ihr gerne dem Video oben rechts entnehmen. Die anderen beiden Dinge beantworten wir im Kundencenter. Zu finden sind die Module im Produktbereich unter Versandmodule. Hier seht ihr das eben angesprochene JTL Track and Trace. Nun wird dann auch deutlich, um welche unterstützten Versanddienstleister es sich handelt: DHL, GLS und DPD. Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Versionsnummern der Wavi. So wird GLS beispielsweise erst ab der 1.6er Wavi-Version unterstützt. Wie ihr übrigens eure Wavi 1.5 auf 1.6 bzw. 1.6 auf 1.7 updatet, das könnt ihr den beiden verlinkten Videos entnehmen. Die Nutzung der Module ist in erster Linie kostenlos, bis 100 Pakete. Alles darüber staffelt sich dann von 14,99 bis 149,99, je nachdem, um wie viele Pakete es sich im Monat handelt. Solltet ihr die Testphase noch nicht gestartet haben, könnt ihr diese für 14 Tage in Anspruch nehmen. Dann wird bei euch im Kundencenter hier ein grüner Button sein, auf den ihr klicken müsst. Doch wie richtet ihr das Ganze in JTL Wavi ein? Das ist recht schnell gemacht. Nachdem ihr den Tarif gebucht habt oder aber die Testphase gestartet habt, geht in der Wavi auf Versand und Track and Trace. Klickt hier auf Weiter und geht sicher, dass ihr im richtigen Kundencenter die Lizenz gebucht habt. Aktualisiert das Ganze und startet die Autorisierung. Das Ganze sollte dann am Ende bei euch so aussehen. Nun wieder auf Weiterklicken und auswählen, für welche Versandart ihr Track and Trace aktivieren wollt. Dann wieder auf Weiterklicken und schon seid ihr damit durch. Ihr werdet nun noch darauf hingewiesen, dass der JTL Worker gestartet werden soll, damit die Sendungsverfolgung regelmäßig vom Versanddienstleister abrufen kann. Alle Track and Trace Versanddaten könnt ihr dann hier im Versand-Tab einsehen. Apropos einsehen, solltet ihr eingesehen haben, dass euer Online-Shop alleine nicht ausreicht, um auf euer Umsatzziel zu kommen, dann könnte ein Ansatz sein, zusätzlich auf Marktplätze wie Otto Market, Kaufland oder weitere zu setzen. Mit Unicorn 2 kannst du genau das bewerkstelligen und deine Produktdaten aus JTL Wavi heraus ganz einfach auf Marktplätze wie Otto Market, Kaufland, Metro, Rewe und vielen weiteren übertragen. Damit kannst du ein komplett neues Klientel ansprechen, profitierst von der Sichtbarkeit und das alles ohne viel Aufwand. Unicorn 2 lässt sich 14 Tage kostenlos testen und ist entweder unter www.unicorn2.de zu erreichen oder kann auch über die oben rechts verlinkte Infokarte direkt heruntergeladen werden. Deine Lösung für Multichannel mit JTL. Ich denke, es ist nun durch das Video klarer geworden, was Track and Trace ist und wie ihr es sowohl buchen als auch in JTL Wavi einrichten könnt. Sollte es trotzdem noch Fragen dazu geben, hinterlasst uns einen Kommentar oder vereinbart auf der oben rechts verlinkten Seite einen Termin mit unseren Experten. Wir helfen euch als JTL-Agentur sehr gerne weiter. Um weiterhin vom kostenlosen Lernangebot zu profitieren, lasst ein Abo da und schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.